Ich bin ein lieber, ein kleiner Wicht. Ich bin ein Wichtelwicht. Welcome back, Underlord. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play War for the Overworld. Es ist eine Anlehnung an Dungeon Keeper, so wie ich mitgekriegt habe. Und ja, Dungeon Keeper haben wir ja gespielt, auch wenn ich damals noch ein paar Probleme hatte. Untertitel ist gut. Steuerung, Sprache. Ist auf Deutsch. Ich bin ausgewählte Übersetzung. Ach, okay, man hat nur die Sprache. Ich hab's auf Deutsch, aber... Es ist jetzt auch absolut blind. Okay, lädt einfach nur die gleichen rein. Das Spiel ist übrigens genauso schnell, wie ihr es gerade seht. Guck mal, was ich noch einstellen kann. Gameplay. Tooltip, lassen wir mal ein. Ich kenne das Spiel noch nicht. Tutorialsystem, Details, normal, Standard. Erweitert. Hard of Bold Tipps, keine Ahnung. Spieltempo. Heimatreich, okay. Ich lasse mich einfach mal überraschen, was das Spiel so bereithält. Das hier ist auch gut, da ist gar nichts drin. Aber man merkt schon, dass es auf jeden Fall nicht mehr wie damals ist. Es soll angelehnt sein. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe ja auch wieder eine Art Dungeon-Herz, so wie es aussieht. Ich lasse mich überraschen. Black Dragon hat es schon gespielt, er hat gesagt, es ist nicht so gut. Aber ich habe es mir gekauft, also von daher will ich es auch mit euch spielen. Ich weiß noch nicht, wann das jetzt reinkommt. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann einstreuen, wenn ich mich auf die Prüfung vorbereite oder wenn ich gerade wenn ich gerade nichts anderes habe in anderen Bereichen, weil ich nicht aufnehmen konnte oder einfach keine Zeit hatte oder was weiß der Teufel. Egal, fangen wir an. Kampagne. Erobere die Oberwelt im Verlauf von Story-Kampagnen. Einschließlich benutzerdefinierter Kampagnen aus der Community. Mein Hobby-Dungeon, Scharmützel, Schmelztiegel. Überlebe endlose Angriffswellen, um dir deinen Platz. Bestlisten des Schmelztiegels sich an Szenarien. Okay, ich denke mal, wir würden mit der Kampagne anfangen. Mein Traum-Dungeon ist das hier, glaube ich. Scharmützel gab es damals nicht. Schmelztiegel ist auch eine geile Idee eigentlich. Naja, schauen wir mal, wie das Spiel überhaupt funktioniert. War auf der Overworld, Heart of Gold, The Undergames. Führe Krieg gegen das Imperium, vernichte die achtbaren Streitkräfte und töte Imperator Lucius? Schwer zu erkennen. Now go! Welcome back, Underlord. I must say, I wasn't expecting you quite so soon. The transference may have left you feeling a bit foggy in the head. Focus now. I'll try to ease you back into it. Fortunately, this does seem to get easier each time. This is your home realm, the source of your power, and the anchor that binds you to reality. Many years ago it was destroyed, and you were cast out into formless nothing. Fortunately, you've returned from your exile to once again challenge those who would stand between us and the mortal realm of Kairos. Your resurrection heralds the next phase of our assault upon its wretched empire, now led by the newly crowned Emperor Lucius. But he is least and final of our worries.
It's his generals and the protection of their goddess, Kira, that will truly test our mettle. Ready yourself, Underlord. Let's begin our war for the Overworld. Wo fange ich denn an? 6. Wahrscheinlich bei der Oberons Reich. Okay, das ist Tutorial. 0 von 3 Erfolgen. Ach, Erwachen. I've been looking for someone to spearhead my campaign. But before we get stuck in, let's refresh that old mind of yours. Okay, fangen wir an. Also es ist auf jeden Fall nicht Dungeon Keeper mäßig aufgezogen, dass Horny damals ja in die Oberwelt gekommen ist. Konnten sie auch nicht machen, weil Bullfrog wurde aufgekauft und die Rechte liegen jetzt bei jemand anderes, der sie halt nicht nutzt. Also mussten sie ihr eigenes Imperium quasi erschaffen, aber es soll halt wie gesagt an das angelehnt sein. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, auch das mit der Hand, was man da sieht, sieht so ziemlich nach dem aus, wie es damals war. Welcome back, Underlord. It's been a long time since you were banished to the ether. You've returned as a husk of your former self. But I've taught far denser Underlords than you. Let's start with the basics. This is your dungeon core. Hilfe-Button bekommst du ausführende Informationen und Funktion bla bla bla. The tether that allows you to manifest your malignant will. If destroyed, your consciousness will once again be scattered to the void. Your workers are an extension of your dark will. They have many jobs, but their main focus is in carving out the halls of your dungeon. Put them to work by clicking and dragging your cursor upon the flashing tiles to tag them for excavation. Your workers will now rush forth to dig out and claim the tagged area. Once they have laid down the stones, marking the ground as your own, you will be able to build rooms upon the finished tiles. While your lackeys get to work, look to the east of your dungeon core. This is a gateway, one of the many portals that you'll use to attract minions to your dungeon. Order your workers to dig a path to it now. Das ist sowas wie Dungeon Keeper, aber sowas von Portale, Dungeon Herz, Imps, die langsam die Sachen erobern und hier die Wände verstärken. Dass die Level kriegen, ist wahrscheinlich alles ziemlich identisch. Ah, man sieht bloß mehr. Auch mit der Effizienz und allem. Was ist das hier oben? Mana? Mana, ja. Now that you have a gateway, minions can enter into your service. But first you'll need to build the rooms necessary to entice them in. Start by building a barracks. This room will allow your minions to hone their combat skills without the risk of permanent death or disfigurement. Select it and build it by clicking and dragging your hand across the claimed tiles. Most rooms must be built at least 3 by 3 in order to function properly, though the lair and vault are effective at any size. A gnarling has entered your dungeon. Attracted by the barracks, these green-skinned scrappers aren't quite right in the head, and they'll happily hack at your foes until someone is dead. Outside of combat, gnarlings will train themselves within your barracks. You can pick them up with a click if you find them slouching off, then deposit them anywhere within your dungeon with a right click. For further entertainment, you can always put yourself directly into their head by casting possession upon them. Okay, ich dachte, der ist wie der Goblin, aber der ist eher wie Skelett.
Moment, die können die goldenen auch verstärken? You can increase the efficiency of props within your rooms by fortifying the walls closest to the props. Workers will fortify walls automatically when they've completed all their other tasks. Now that you have some minions, you will need to cater for their basic needs. First, build a lair, so the pitiful little meat sacks can get some rest. Das hier ist auf jeden Fall neu, das ging früher nicht. Dass man Gold verstärken kann auch. Aber es ist wirklich Dungeon Keeper. Ja, Schlafsaal. Früher brauchten sie die Hühnerfarmen, brauchten sie Schlafsaal und Hühnerfarmen mindestens. Und dann auch je nach Kreatur ein bisschen mehr. Hier, das Gold hätte ich ja noch. Well done. But see how your gold reserves have been depleted. Command your workers to mine some of the nearby gold by tagging the gleaming tiles. They collect and return gold to your dungeon coffers, allowing you to spend it on whatever your dark heart desires. Your core can store up to 16,000 gold pieces. But if that number sounds pitifully small, or if wealth inspires the evil in you, simply build a vault to store more. Auch das mit den 16.000 ist in Dungeon Keeper gewesen. You can build a slaughter pan. This room produces scores of micro piglets, a delicacy that will sustain the weak flesh of your minions by filling their bellies with succulent pig flesh. Okay, die Schlachthöfe sind jetzt die Hühnerfarmen. Ich bin Oberon. Kann ich meinen Namen ändern? Oberon klingt irgendwie kacke. Schweinekolben. Was soll ich eigentlich gerade machen? Your dungeon has been breached. Cast Rally upon these spectres, and your minions will immediately sally forth to wreak bloody havoc. Wie mache ich das? Oh nein, ich mach. Oh. Well done. Now finish off the rest of these manifestations with a second rally flag. Das klappt überhaupt nicht. Wie soll funktionieren die Zauber? Ach, egal. Oh, die können schießen. Ah, der hat die geworfen. Oh, die halten ja gar nichts aus. Das sind ja wirklich Schwächlinge. You can cast Recall upon a minion to immediately return them to your dungeon. Though if they are attacked as it channels, then the spell will fizzle into nothing. Ja, was ist jetzt mein Job? Ah, jetzt darf ich's. Da kann ich jemanden zurückholen, schön. Ah, das braucht Zeit. You're on a roll, Underlord. And I've been waiting far too long to begin my war for the Overworld. Let us enter the realm of Kairos and continue your retraining against a more fitting enemy. Well done, Underlord. I see it all coming back quite quickly. I expected nothing less, but there's much still to learn. Why don't we work in a bit of murder while we're at it?
It's time for you to enter the realm of Kairos. Ja, okay, das könnte ich zur Not auch noch machen, aber... Bin dafür. Innerhalb von 5 Minuten abschließen, das ist möglich. 5 Minuten, 5 x 5 Kampfsahne, ja... Weiß nicht, ob ich die später noch holen möchte. Kann ich die wiederholen? I've been looking for someone. Ah, okay, die werden mir anfangs gar nicht angezeigt, oder?